Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute haben wir diese wunderschöne Kiste hier. Das ist der Rupert Neve Design Shelford 5035. Wir werden heute ein bisschen drüber labern. Wir haben den jetzt schon eine Weile. Und ein bisschen was erzählen über den Kanal. Los geht's! Whitey! Timson. Da steht schon wieder eine neue Kiste. Jawohl, eine Neve-Kiste. Eine Rupert Neve Design-Kiste. Und zwar der Shelford Channel. Vom Meister persönlich. Ja, von Sir Rupert Neve. Wir haben die Kiste jetzt seit 1,5 Monaten. Damit fangen wir mal an. Was hat die mit uns gemacht? Schlaflose Nächte. Ja, definitiv. Die Kiste ist verdammt einzigartig. Das ist ein Universum für sich, kann man fast sagen. Ja, was haben die denn nur angestellt? Ich weiß es nicht. Vielleicht mal so ein bisschen grundsätzlich, was man zu der Kiste so sagen kann. Das ist, ich hätte fast gesagt, die Greatest Hits oder das Best of, gepaart mit ein paar neuen Songs, wenn man jetzt in der Albumsprache mal sprechen möchte. Und die alten Songs aber auch nochmal neu aufgenommen und ein bisschen umgeschrieben. Ja, weil das war das Ding ja, dass irgendwie die ganze Audiowelt immer wieder fragte, warum macht Rupert Neve nicht einen neuen 1073 oder ähnliches? Ja. Und Rupert Neve hat mal gesagt, er hat keine Lust, sich zu wiederholen. Ja. Er möchte nicht irgendwie dieselben Sachen ein paar Mal machen. Und hat jetzt erstmal jahrelang nichts gemacht, also im Bereich von solchen übertragerbasierten Mikrofonvorverstärkern. Und hat halt gesagt, okay, dann lass uns mal irgendwo an die guten alten Zeiten anknüpfen, ne, aber das weiterentwickeln und neu interpretieren. Genau, denn, jetzt kommen wir mal zu den Hard Facts. Was steckt da so drin oder was sagt man oder langläufig, was da so drin steckt? Im Internet steht, oder auf der Seite von Neve Design steht auch Preamp angelehnt an den 1073, EQ oder 1073 und auch 1081 steckt da drin. EQ hat ein bisschen was von 1064 und 1073 genau, und der Kompressor was vom 2254, dem legendären, der quadratischen Kiste. Ein Diodenbrücken-Kompressor. Genau, richtig. Ja? Und alle Teile, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind aber nicht so, wie sie damals mal waren, sondern in einer neuen Interpretation. Das fängt ja schon an, zum Beispiel mit der Betriebsspannung. Genau, also er ist hingegangen und hat jetzt nicht wie früher üblich mit 24 Volt Betriebsspannung gearbeitet, sondern 48 Volt, wodurch halt insgesamt der ganze Headroom von der Kiste schon mal erheblich gesteigert wurde. Und das hört man halt auch. Das ist ja, glaube ich, auch das, was uns hier so fasziniert. Ja, diese unglaubliche Geschwindigkeit der Signale, diese Hochauflösung, einzigartig. Ja, definitiv. Das ist auch ein guter Stichpunkt, weil was er nämlich hat von den moderneren Rupert Neve Design Sachen, ist der Silk-Schalter. Ja. So, was macht man damit? Da können wir direkt mal irgendwie drauf eingehen. Der reduziert die Gegenkopplung vom Ausgangsübertrager. So, was dazu führt, dass man man hat 3 Modi, Rot, Blau und farblos, also aus quasi oder Standard, normal. Genau, was macht der? Da wird die Gegenkopplung herabgesetzt und durch diese Herabsetzung der Gegenkopplung, also hast du eigentlich eine höhere Verstärkung im Übertrager und gehst halt in die Sättigung vom Übertrager rein und dadurch werden halt zusätzlich Obertöne generiert. Und zwar Obertöne, die wir gerne hören, die wir als angenehm empfinden. Genau. Das ist im roten Modus, macht er das über das gesamte Frequenzspektrum und im blauen Modus macht er das nur in den unteren Frequenzen. Ja. Unser Favorite, Rot. Der rote Bereich über das gesamte Frequenzspektrum. Da brennt die Hütte. Ja, genau. Klingt wirklich super hübsch. Ja. Aber lass uns doch mal vorne anfangen. Genau, fangen wir nochmal vorne an jetzt. Weil allein schon der Preamp ist schon wieder eigentlich 2 Geräte in einem. Ja? Stimmt, ja. Du hast erstmal den, natürlich, wie ich eben schon sagte, übertragerbasierten Mikrofonvorverstärker, der Richtung 1073 schon geht. Hast aber auch Übertrager für den Line-Input. Ja, Line-Driver. Line-Driver. Hast da quasi auch schon, gibt es auch einzeln als die iBox von Rupert Neve Design, diese iBox mit drin. Genau.
Das ist nämlich eigentlich auch eins der Mega-Highlights davon. Wer noch nie eine Rupert Neve iBox gehört hat, sollte das definitiv mal tun. Wir sind total mega geflasht. Ja, wir haben den zum Beispiel benutzt am Bass. Ja. Genau, ne, als die iBox. Das ist schon, er ist ja eher so der Business-Typ. Der sagt immer, ja, hört dann die Kundschaft das, wenn wir da die Kohle investieren? Ja, und tatsächlich, also die Kunden sagen, boah, was ist das für ein Bass-Sound? Ne? Ja. Also du hast eine Auflösung, also der Sound steht dir direkt vor dem Gesicht und hast ein Low-End, wie du so noch nicht gehört hast. Ja, ohne, dass definitiv. Da irgendwas Übergewicht hat, irgendwas rausfällt. Du denkst einfach, ja, fertig. Ne? Dann wird das nachher bei uns nochmal durch den Ampeg durchgeschickt. Und dann sind wir glücklich. Ja, ne? Mehr brauchst du da wirklich nicht machen. Du brauchst nicht mit Cabinet-Emulation oder sonst irgendwas romantieren. Ja. Das Ding klingt eigentlich schon fertig. Und wenn du gerade kein Ampeg da hast, dann ist es auch kein Beinbruch. Dann kann man das auch so in der Produktion verwenden. Es setzt sich durch. Es kommt gut durch. Ja, mega. Das war der Preamp. EQ, klassisch, ist jetzt nicht so der chirurgische EQ. Es hat auch nur 3 Bänder. Aber es ist halt ein Spulen-EQ. Richtig, ne? Genau. Und das ist, die Spule macht halt irgendwie so das Leben in der Hütte. Ja. Die färbt und auch wieder das, was unser Ohr als angenehm empfindet, als weich und halt färbt halt leicht. Ja. Ne? Keine integrierten Schaltkreise. Nein. I was hiding my emotions, now I'm driving to the ocean, I hope to see you soon. Let me down slowly, lonely, go for me. Lay me down slowly, lonely, nothing's gonna change again. Ja, genau. Ja, also man hat ja die alten EQs wieder als Basis genommen, hat die trotzdem so ein bisschen erweitert, indem man die Regelmöglichkeiten ein bisschen hochgesetzt hat. Die Frequenzen und sowas und angepasst hat. Genau. Gleiches gilt auch natürlich für den Kompressor. Da hat man nämlich, das war immer so eine Art Kritikpunkt, wenn man da überhaupt von Kritikpunkt sprechen kann, beim 2254, da hat man die Regelzeiten nochmal verändert. Ja. Modern, also das auch moderner gestaltet an heutige Bedürfnisse quasi, sage ich jetzt mal beim Aufnehmen. Ne? Ich glaube, da sprichst du gerade hauptsächlich halt von dem Blendregler, ne? Wo du quasi eine Parallelkompression jetzt machen kannst. Das heißt, du kannst das Signal komprimieren und kannst bestimmen, wie viel Anteil vom komprimierten und nicht komprimierten Signal du da zusammenmischst. Between here and now and at the end of the street, the world is turning, disappears into light. Auch nicht sehr typisch, ne? Also das ist eine Kiste, sowas hat. So ein Plugin, okay, fein, aber eine Hardware-Kiste sieht man auch nicht so häufig. Genau. Und für uns jetzt nicht immer einer der wichtigsten ausschlaggebenden Punkte, es rauscht deutlich weniger als das Original der 2254. Also wir haben ja nichts gegen Rauschen, ich habe auch keine Angst vor Rauschen. Nee, wir arbeiten hier auch unter anderem gelegentlich mit einer Bandmaschine. Wenn man Angst vor Rauschen hat, dann weiß ich auch nicht. Ist nicht das Kriterium, ja. Ne, zumal also wirklich die meisten alten Kisten rauschen ja irgendwo und was immer das macht, wir empfinden es oft als angenehm. Wollte ich gerade sagen, ne? Also es gibt ja solches und solches Rauschen. Ja, das ganze Ding in sich stimmig, Silk-Schalter haben wir auch schon erklärt, ist eigentlich die absolute perfekte Lösung, wenn man sagt, ich will einen Channel-Strip haben im Studio, um irgendwas aufzunehmen und nicht irgendwie 3 verschiedene Geräte, ich will nicht einen einzelnen Preamp, einen einzelnen EQ, einen einzelnen Kompressor und noch eine DI-Box oder so haben. Mehr braucht man tatsächlich nicht, ne? Wirklich. Doch. 100 Stück davon. 100 Stück davon. Oder eine Shelford-Konsole. Ja. Oder das, ja. Also, Rupert, wenn du zuhörst, bau bitte eine Shelford-Konsole. Wir wären tatsächlich die ersten Käufer. Ich würde Haus und Hof verwenden dafür. Okay. Was man ansonsten noch dazu der Kiste sagen kann, die ist jetzt nicht ganz, ganz tagesaktuell. Die gibt es jetzt, glaube ich, schon seit knapp 2 Jahren. Wir mussten es ja trotzdem halt auch mal hier zeigen, weil, ist halt vom Sir Rupert Neve persönlich und es funktioniert auf jeden Fall gut. Wird in Amerika gefertigt. Wie nicht in China? Nee. Ja. Also Rupert Neve ist ja eigentlich ein Brite, ne? Genau. Und der ist aber nach Amerika gegangen und hat da Rupert Neve Design zusammen mit ein paar Leuten gegründet. Genau, richtig. Und die Farbe, dieses wunderschöne Blau, nennt sich Royal Air Force Blue.
Das klingt würdig. Wie gesagt, ich fände auch eine Konsole in der Farbe, würde ich nehmen. Würde ich auch sofort nehmen, ne? So ist es nicht. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Tests damit schon gemacht, aufgenommen. Wir haben Gesang, Gitarre, verschiedenste Sänger und Sängerinnen, Bass und so weiter und so fort. Dazu gibt es ein separates Video. Das wird vielleicht, wenn ihr das Video jetzt später guckt, schon draußen sein. Ansonsten kommt es in ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und das werden wir natürlich auch verlinken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns vor allem in die Kommentare, wenn ihr die Kiste kennt, was haltet ihr davon? Oder stellt uns Fragen, wir beantworten sie. Danke fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.